Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video zum Projekt Rasenbewässerung, Gartenbewässerung. In diesem Video möchte ich euch ein Fazit geben aus dem Jahr 2019. Ein Fazit zum Umbau, zum Ausbau meiner Rasenbewässerungsanlage auf weite Region. Wie ich das Ganze nach nunmehr 2-3 Monaten Testphase einschätze, worauf man achten sollte, was waren meine Fehler, was würde ich definitiv wieder so machen. Bleibt dran! Gleich geht's los. Und da bin ich auch wieder zurück, um euch einfach mal eine Zusammenfassung zu geben von meiner Rasenbewässerungsanlage, die ich nun im Jahre 2019 noch einmal kräftig aufgebaut habe, also vergrößert habe gegenüber dem Vorjahr. Die Ergebnisse seht ihr jetzt hier. Wir haben heute den 2. September des Jahres 2019. Das Grundstück, ihr seht, es ist jetzt ungefähr so 4:30 am Abend. Die Sonne geht langsam unter. Der Rasen ist schön sattgrün. Sicherlich auch geschuldet der weiteren Behandlung, die ich hier tätige. Unter anderem wurde der Rasen jetzt vor knapp 3 Wochen nochmal gedüngt. Zum Vergleich eine Nebenstrecke des Rasens hier drüben. Den Dünger in der Mitte könnt ihr hoffentlich erkennen, aber viel wichtiger ist der Rasen selber. Hier welk, dürr, braun. Hier habe ich nicht gesprengt, noch nicht. Dieser Rasen wird sich selbst überlassen, liegt tagsüber auch nicht in der Sonne, ist also ein Schattenbereich. Dieser Bereich hier ist dagegen komplett in der Sonne. Ich werde jetzt einfach mal die Anlage wieder in Betrieb nehmen. Durch meinen Umbau habe ich jetzt hier oben auf dieser Fläche, auf dieser kleineren Fläche insgesamt 6 Sprenger, 2 Kreise, die nacheinander ablaufen. Ein Kreis seht ihr hier, das sind diese 3 Sprenger, die sich gegenseitig mehrfach überlappen. Auch hier drüben 3 Sprenger und natürlich auch auf den anderen Rasenflächen, das geht dann unterhalb der Hecke weiter, im Moment bis zu dieser Schwarzkiefer hier und perspektivisch, das ist jetzt alles vorbereitet worden, geht das Ganze mal um das komplette Grundstück außen rum. Tja, Vorteile, würde ich es wieder machen? Ja, definitiv. Es ist eine unglaubliche Zeitersparnis. Ich habe das System kombiniert mit einem Hunter X-Core Bewässerungscomputer. Funktion, Installation, Programmierung, all das findet ihr in den anderen Videos beziehungsweise in den Playlists dazu. Ich habe das Ganze im Moment so laufen, dass montags und donnerstags jeweils der Rasen gesprengt wird. Das Ganze ist ein eher lehmiger Boden, das heißt grundsätzlich lieber etwas mehr sprengen und dafür weniger oft, also viel Wasser mit wenig Zyklen. Ich bin immer noch in der Testphase, das gilt für die gesamte Anlage hier. Aktuell der Montag und der Donnerstag einfach dem Grunde geschuldet, dass dienstags und freitags mein Rasenroboter läuft. Der Rasen soll also vorneweg nochmal etwas Energie bekommen in Form von frischer Wasserzufuhr. Dieser Bereich, den ihr hier seht, war jedes Jahr, also nicht nur im Jahr 2018, sondern auch davor schon, sehr, sehr trocken. Ich habe hier doch sehr große Bäume. Allein diese 3 Rotbuchen hier haben nicht nur den Rasen kaputt gemacht, sondern eben auch Teile meines Hauses. Keller, Wände, Risse und so weiter. Deswegen werden die dann auch im Herbst endlich nach langer Zeit entfernt werden dürfen. Keine Angst, ich bin kein Umweltfrevler durchweg. Allein hier auf dem Grundstück habe ich bereits über 250 Bäume gepflanzt, von klein bis groß, sowie auf weiteren Grundstücken. Ich denke, ich habe das mehr als kompensiert. Viel wichtiger aber in dem Zusammenhang ist, dass die Fläche jetzt hier sattgrün ist. Ich habe einige Stellen, die gut bewässert werden, das seht ihr hier. Die sind mir in den letzten Wochen und die letzte Woche etwas eingefallen, zusammengefallen. Unter anderem sehr viel abgestorbene Grashalme hier drunter. Warum, weshalb, das muss ich noch nachforschen. Aber der große Bereich hier oben, der wächst sehr, sehr gut nach. Für die Frage, welcher Rasen hier verwendet wird, ich habe über viele Jahre experimentiert. Aktuell läuft das Ganze jetzt hier, also speziell das hellgrüne, über sogenannten Roboterrasen. Da gibt es irgendwann mal ein separates Video mit dazu. Im Moment geht es mir erstmal nur um die Bewässerung.
Und da seht ihr hoffentlich recht gut, dass der Bereich jetzt hier, der wirklich dann von morgens um 9 bis 15, 16 Uhr in der prallen Mittagssonne komplett lag, also in der heißen Sonne, immer sehr, sehr ausgedörrt war. Ich habe noch einige Stellen wie diese hier, die gefallen mir noch nicht. Bei näheren Heranzoomen sieht man aber auch hier, dass durch das Wässern das Gras sehr, sehr gut nachwächst. Und ein meiner Meinung nach absolut positiver Nebeneffekt einer Bewässerungsanlage ist, der Rasen ist stark, er wächst deutlich dichter. Die Probleme, die ich früher hatte mit Unkräutern, insbesondere Löwenzähne und ähnliches, sind deutlich zurückgegangen. Ja, also ich muss jetzt gezielt danach suchen, dass hier in diesen Stellen da irgendwo noch Unkräuter durchwachsen. Das definitiv ein Pluspunkt. Tja, was gibt es außerhalb der Bequemlichkeit noch zu sagen? Der Rasensprenger läuft morgens um 6 an. Das werde ich wahrscheinlich noch etwas in die Frühe ziehen, auf gegen um 5. Aber alles Testsachen, also es gibt hier keine Formel, die man zugrunde legen könnte. Es ist alles eine Testphase. Stück für Stück muss man sich an das passende, an das perfekte Ergebnis heranarbeiten. Mein Ziel ist es, dass der Rasen ab um 5 gesprengt wird. Im Moment läuft der Zyklus insgesamt 45 Minuten. Das bedeutet für diese Fläche, die jetzt einmal hier oben lang geht und anschließend dann hier 2 weitere Kreise hat, bis hier unten ebenfalls mit 2 Kreisen ausgestattet, hier und bis zu dieser Schwarzkiefer hier vorne. 45 Minuten. Bei dem Wasserdruck, bei dem Wasserdurchlauf, den ich habe, sind das ungefähr 1,2 Kubikmeter pro Durchgang, die hier bewässert werden. Derzeit noch mit ganz normalem Leitungswasser. Ich bin hier in einer Gegend, Senkungsgebiet, ich darf hier keinen Brunnen bohren, das ist verboten. Aber ich habe dann die Möglichkeit, wenn ich diese Bäume hier drüben entfernt habe, unter anderem an dieser Stelle dort Zisternen zu vergraben. Und bei einer Dachfläche von über 400 Quadratmetern, denke ich, kann ich dann lange aus den Zisternen mir das Wasser holen, bevor diese dann alle sind, dass ich dann nicht gänzlich auf Leitungswasser angewiesen bin. Dieser Perspektive möchte ich euch einen weiteren Vorteil der Rasenbewässerung zeigen oder erläutern. Und zwar meine Hecke. Diese Pflanzen habe ich in einer ursprünglichen Größe von ungefähr 20 cm inklusive Wurzel gekauft aus einer Baumschule. Das war eine Großabnahme. Ein kleiner Teil davon wurde hier angepflanzt. Ihr seht es hier vorne, bei der Schwarzkiefer sind die Pflanzen unglaublich klein. Nach mittlerweile 7, 8 Jahren schon. Und hier in dem Bereich sind sie deutlich größer, bis dann hier vorne hin. Und die Pflanzen waren ursprünglich alle gleich groß und mittlerweile seit dem Einbau der Bewässerungsanlage im letzten Jahr sieht man die Stellen, wo die Rasenbewässerungsanlage meine Hecke beiläufig mitbewässert, sehr deutlich. Das ist dieser Bereich. Das bedeutet, wenn der Rasensprenger jetzt hier läuft, ich habe hier einen Sprenger, welcher eben dann über die Hecke, also über den Rasen hinaus in die Hecke mit reinspringt. Das Ziel war es ursprünglich, so viel wie möglich vom Radius hier mitzunehmen bis zum nächsten Sprenger. Das ist da, wo dieser Halsbalken hervorguckt. Und wenn dieser Sprenger hier im Halbkreis läuft, nimmt er die Hecke mit und die wird natürlich wunderbar mit gewässert. Und diese Thujen, in dem Fall der Smaragd, der mag es natürlich etwas feuchter, wächst wunderbar beiläufig mit gewässert durch meine Rasenbewässerungsanlage. Ich war dieses Jahr auch ein paar Mal unterwegs gewesen, speziell in den Sommermonaten, Urlaub unter anderem, und hatte bisher immer das Glück, dass mein Opa für mich das Rasenwässern übernommen hat. Im letzten Jahr hat er es dann irgendwann aufgegeben, weil einfach der Rasen zu kurz geschnitten war und die Sonne den einfach verbrannt hat. In diesem Jahr konnte ich dankend ablehnen, das Angebot meines Opas erneut die Rasenbewässerung zu übernehmen. Der Hunter X-Core, mein Steuercomputer, war programmiert, eingestellt und demzufolge brauchte sich niemand um die Bewässerung kümmern. Über die App auf dem Handy ist es natürlich kein Problem, auch nachzuvollziehen, dann
ob das Ganze auch funktioniert, ob die Feuchtigkeitswerte passen, ob der Rasen auch gesprengt worden ist. Ja, in dem Falle war es wirklich sehr schön, aus dem Urlaub wiederzukommen und dann zu Hause noch einen intakten, schönen grünen Rasen vorzufinden. Aber es gibt auch Nachteile an einer Rasenbewässerungsanlage, einer unterirdischen, wie ich sie hier habe. Vielleicht nicht direkt Nachteil im Sinne, dass ich euch damit abschrecken möchte, sondern vielleicht auch, dass ich einfach Fehler begangen habe, vor denen ich euch warnen möchte. Beginnend in meiner Aufzählung vielleicht eine Kleinigkeit, die jetzt vielleicht ja, für den einen oder anderen gar nicht so gravierend ist, aber ich empfinde es dann doch als etwas störend. Ihr seht es hier, mein Rasen im Moment wird relativ hoch wachsen gelassen. Also morgen kommt der Robby dann wieder drüber und dann wird das Ganze so auf 5 bis 7 cm heruntergekürzt, damit das Ganze etwas dichter dann wieder wachsen kann. Und stellt euch vor, wenn dann dieser Rasensprenger jetzt hier hochkommt und das Wasser mit Druck jetzt hier herum verschießt und das Ganze ja auch knappe 10 Minuten lang jetzt über diesen Sprenger, trotz dessen das Gras vital ist, gut durchwässert, auch gut gedüngt, es liegt erstmal platt. Man sieht halt sehr schön, ich mache das mal mit den Händen nach, diese Wasserflut, die hier rausgesprengt worden ist. Ich habe nun durch die anderen Videos bereits über die Kommentare zum Beispiel mit einigen anderen Usern regen Kontakt gehabt. Da kam auch die Frage auf, Mensch, du hast jetzt die Werfer genommen, warum hast du nicht die Rotatoren genommen? Tja, die Antwort ist ganz simpel. Zum Zeitpunkt meiner Planung kannte ich die noch gar nicht. Ich habe jetzt auf die Rasensprenger gesetzt von Hunter, weil ich die einfach aus vielen Urlauben gekannt habe und fasziniert war, wie das Ganze funktioniert hat und mich dann mehr oder weniger auch nur auf diese Sache gestürzt. Die Rotatoren fahren ja teilweise deutlich höher aus der Erde heraus und sprengen auch ein viel sanfteres Bild, also eher ein Nebel, denn diesen schweren, starken Wasserstrahl, den ich ja hier habe, wäre vielleicht eine Option. Ich meine, nur wegen dem umgeknickten Gras wäre es mir das jetzt nicht wert. Ich könnte zwar die Wasseranschlüsse weiterhin benutzen, aber soweit wie ich mich jetzt belesen habe, ist es technisch gesehen nicht möglich, den Einsatz des Hunter i20 zu ersetzen durch zum Beispiel einen Rotoreinsatz. Also es müsste das gesamte Gehäuse dann auch ausgetauscht werden. Um euch mal zu zeigen, wie das dann insgesamt gemeint ist, ich habe ja direkt hier daneben meine Box. Ja, die läuft komplett elektronisch gesteuert über den Computer. Und wenn ich mich richtig entsinne, müsste dieses Ventil hier diesen Rasensprenger öffnen, wenn denn mein Wasser eingeschaltet wäre. Ach, da bin ich wieder. Ich hatte zur Vorbereitung des Videos das Wasser nochmal abgedreht gehabt. Also drehen wir das Ganze nochmal auf. Da kommt er schon. Und ich denke, man sieht jetzt hier sehr schön, wie das Gras weggedrückt wird. Wenn das Gras schön flach gemäht ist, also mein Rasenmäher hat 7 Stufen, auf Stufe 3, dann ist es kaum noch sichtbar. Oder mein Gardena Sileno, wenn der dann unter 3 cm mäht, ist es auch nicht mehr sichtbar. Aber ihr seht jetzt hier, wie das Gras dann seitlich gedrückt wird. Das kommt dann irgendwann wieder hoch. Ist vielleicht nur ein kleiner Schönheitsfehler. Ich kann auch nicht sagen, ob das mit den Rotatordüsen dann so viel anders geworden wäre. Aber es gehört dazu, dass ich so eine Sache einfach mal mit aufzähle. So, ihr seht auch hier schon, das ist jetzt der 5. Kreis. Einmal dort, einmal hier und dann ist dort drüben noch der letzte Sprenger. Und alle Sprenger hier an dieser Seite sind auch so eingestellt, dass sie bewusst über die Rasenkante hinaus sprengen und so weit wie möglich auch die Hecke eben mal mitnehmen, ohne dass das Wasser dann ja, sinnloserweise direkt in die Pflanzen, sondern eher Richtung Wurzel gesprengt wird. Zum Rasenwachstum kann ich sagen, auch hier habe ich einmal den Bereich hier drüben vor den Holzregalen, der ab ungefähr 13 Uhr im Schatten liegt, den ganzen Abend dann, also wo nur die Morgensonne hinkommt. Die Sonne im Moment seht ihr dann da oben hinter den Wolken. Und der Bereich ungefähr ab Mitte von dieser Fläche hier
Der ist dann aber auch den ganzen Tag in der Sonne. Das heißt, auf diesem Bewässerungsbereich habe ich die zwei Extreme, wo ich dann auch aufpassen muss, dass das Ganze nicht zu nass wird, zu sehr gewässert wird. Drüben ist es dann wirklich noch schön saftig, feucht, der Rasen, teilweise dann bis in die Mittagsstunden rein. Und der hier vordere Bereich, der dann in der Sonne liegt, der ist dann teilweise schon viel trockener. Das sind aber Sachen, die kann ich dann mit der Menge der Beregnung eben einstellen. Ich denke, im nächsten Schritt werde ich einfach mal probieren, die gewünschte Bewässerungsmenge eben so umzustellen, dass diese Flächen nicht jeweils ihre 10 oder 12 Minuten am Stück durchgesprengt werden, sondern dann lieber den Zyklus einmal komplett mit der halben Zeit durchlaufen lasse und dann anschließend den Zyklus unverzögerlich nochmal starte, dass dann praktisch eine halbe Stunde später die Rasenflächen erneut besprengt werden. Also zweimal kurz nacheinander, dass das Wasser auch entsprechend gut ablaufen kann. So, den drehen wir jetzt ab. Der Sprenger verschwindet und hier habt ihr jetzt dieses Bild, was ich eben angesprochen habe. Ich schwenke gleich zurück zu meiner Rainboard-Verteilerbox. Ist es in diesem Fall. Oben habe ich eine von Hunter, hier die ist von Rainboard. Den Einbau und die Verkabelung habe ich ja ebenfalls in Videos zusammengeschnitten. Die zeige ich euch nachher, aber vielleicht auch hier eine Sache. Ihr seht jetzt hier einmal das Leerrohr, wo das bestehende Steuerkabel dranhängt, und ich habe hier hinten ein zweites Leerrohr, was im Moment noch tot ist. Das ist eine Sache, die ich euch unbedingt ans Herz legen möchte, wenn ihr Leitungen verlegt in irgendwelche Bereiche, wo ihr nicht wisst, kommt da vielleicht später noch was oder eben auch nicht. Ihr habt die Erde einmal offen, legt ein Leerrohr rein. Ich habe für mich jetzt zum Beispiel beschlossen, diesen Bereich jetzt hier, dort ist ein Sprenger, der geht dann hier rüber bis hier vorne, und hier endet der letzte Sprengerkreis, und ein weiteres Rohr liegt im Moment jetzt hier einfach nur tot, weil hier in diesem Bereich, wenn dann irgendwann mal diese Bäume weg sind und hier die Zisterne herkommt, kann ich über dieses Rohr entweder einen Zulauf machen beziehungsweise einen weiteren Verteilerkasten setzen. In beiden Fällen brauche ich aber Strom. So, hier hinten habe ich keinen Strom. Hätte Fahrradkette ich damals schon hier wenigstens ein Leerrohr mit reingelegt, könnte ich das jetzt einfach nutzen. Das heißt, im nächsten Jahr, wenn die Baumaßnahmen weitergehen, werde ich hier nochmal aufmachen müssen oder dann hier oben, bevor ich diese Terrasse weiter bebaue, da irgendwo noch ein Kabel durchzaubern müssen. Deswegen mein unbedingter Tipp. Plant rechtzeitig, kauft lieber ein bisschen mehr. Warum nur ein Rohr verlegen, wenn man auch 2 Rohre verlegen kann? Legt ein Leerrohr mit dazu. Ihr wisst nicht, was ihr später mal an Elektrik, an Steuerkabeln oder sonst irgendwo mit einbringen müsst. Das gleiche gilt natürlich jetzt Verteilerbox hier für Rasensprenger. Perspektivisch möchte ich ja auch die Hecke dann direkt über einen Tropfschlauch oder Perlschlauch erneut bewässern. Der alte Schlauch ist mir leider kaputt gegangen, der liegt da irgendwo in den Wurzelwerken mit drin. Das läuft dann alles über dieses eine Rohr. Hätte ich damals gleich 2 gelegt, dann wäre der Anschluss und die Steuerung doch etwas einfacher. Und dann möchte ich auch gleich zum nächsten Thema kommen, und das ist der Einbau der Versenkregler. Die Methode, die ich gewählt habe, die Gräben zu ziehen mit dem Spaten und einem V-Schnitt, einem Keilschnitt der einzelnen Erdbereiche, diesen rauszuholen, das Rohr reinzulegen, erneut wieder den Keil wieder einzulegen. Ihr seht es jetzt hier, die Erde ist wunderbar verwachsen, also ich habe das ja gut eingewässert. Es gibt keine Lücken, es gibt keine Hügel, also nicht die es vorher auch schon gab. Das funktioniert definitiv, auf jeden Fall. Auch die Höhe, also eine Spatentiefe, jetzt knapp 15-20 cm, tiefer bin ich ja gar nicht, funktioniert definitiv. In Verbindung mit der Entlüftung über den Druckluftkompressor im Herbst beziehungsweise kurz vor dem Winter, dass da kein Wasser drunter steht, habe ich auch keine Probleme mit Frost und ähnlichem. Wo ich aber mittlerweile Probleme bekommen habe, das ist die Höhe der Versenkregler. Und dann gehe ich gleich mal hier zu meinem Paradebeispiel. Dieser Sprenger ist voll funktionsfähig, aber ihr seht, der sieht irgendwie anders aus. Da fehlt nämlich die Abdeckhaube. Wenn ich mit dem Rasenmäher ab Stufe 3 hier drüber fahre, wird die regelmäßig abgeköpft. Als ich den damals eingebaut habe, war das Ganze ebenerdig. Die Erde hier außenrum war ja komplett aufgeschachtet gewesen. Die hat sich binnen
2 Jahren, muss man sagen, oder eines Jahres, letztes Jahr habe ich es eingebaut, hat die Erde sich hier so weit abgesenkt, dass der Sprenger hier gut eine Daumengröße, also ja 1-2 Zentimeter, die Erde sich außenrum abgesetzt hat und der Sprenger nun so weit über Erde liegt, dass ich hier nicht mehr problemlos auf einer kleinen Stufe mit dem Rasenmäher drüber fahren kann. Diese Kappen gibt es übrigens zu kaufen. Ich habe mir jetzt 2 neue Kappen bestellt, knapp 5 € das Stück, zuzüglich Versand. Also das ist dann schon ein Spaß, wo ich dann durchaus überlegt habe, vielleicht für 10 € extra mir einen neuen Sprenger zu kaufen auf Reserve. Weil die Kappen alleine, hier ist die Kappe noch drauf und dann seht ihr aber das gleiche Prinzip auch hier. Ist die Kappe vom Rasenmäher schon mal angefahren worden. Auch hier hat sich der Bereich abgesenkt. Der Rasenmäher fährt von hier unten oben dran, hat das Ganze abgeköpft. Und hier kam etwas Besonderes noch mit dazu. Ihr seht die Erde im Rasensprenger. Er funktioniert einwandfrei, keine Probleme. Ameisen. In 2 oder 3 Sprengern hier auf meinem Grundstück hatten sich in unmittelbarer Umgebung Ameisen angenistet. Ich habe einige Nester auf meinem Grundstück und solange sie von meinem Haus fernbleiben, von meinen Lebensmitteln, habe ich mit den Ameisen auch kein Problem, dürfen sie gerne bleiben. Aber wenn sie ins Haus kommen oder in meine Rasensprenger einwandern, dann habe ich nicht viele Möglichkeiten, dann stehen wir hier auf dem Kriegsfuß. Aber auch das hatte ich. Ich weiß nicht warum, die Ameisen scheinen das zu lieben, dass das Gras dort schön gewässert oder feucht ist. Weil die sich dann immer in unmittelbarer Nähe von den Sprengern niederlassen. Ja, und da bin ich auch schon durch mit meinem Zwischenfazit. Rasenbewässerung, Umbau, Ausbau, Fehler und auf jeden Fall wieder zu tun. 2019. Ja, ich würde es wieder einbauen. Definitiv. Ich werde auf dem anderen Rasenstück, was so verbrannt ist, mich einfach mal mit diesen Rotatoren beschäftigen, ob ich die dann dort vielleicht auch einbaue. Auch dazu wird es sicherlich ein Video geben. Das wird aber frühestens dann im nächsten Jahr 2020 werden. Beachtet die Tiefe der Sprenger. Denkt daran, gegebenenfalls Ameisen, andere Tiere werden angelockt, zumindest hier bei mir auf dem Grundstück. Seht die Vorteile, wenn ihr einen Sprenger habt. Der muss nicht nur die Wiese besprengen, der darf auch gerne mal ein bisschen weiter sprengen. Zum Beispiel auch von hier dann diagonal auf den anderen Bereich der Wiese und meine Palme kurzerhand mitnehmen. Auch die braucht ab und zu mal etwas Wasser. Das bekommt sie ganz automatisch durch die Rasensprenger, die hier verbaut sind. Ja, und das Thema Wasserverbrauch ist natürlich ein heikles Thema, zweischneidiges Schwert. Ich habe das Glück, hier in unmittelbarer Nähe 2 große Talsperren zu haben. Und der Wasserversorger hat selbst 2018 gesagt, keinerlei Probleme mit Trinkwasser. Also da habe ich noch ein gutes Gewissen. Ihr müsst euch nur im Klaren sein, bei einer Rasenbewässerungsanlage mit einer gewissen Automation wird immer gegossen. Und wenn ihr einmal aufhört zu gießen und der Rasen kaputt geht, dann hat das ja keinen Sinn mehr. Dann stellt man das Ganze eben ein. Viele Gartenbesitzer haben dann eben eine gelbe Rasenfläche, sparen dadurch Wasser. Ich habe halt einen wunderbaren grünen Rasen, dadurch aber auch einen hohen Wasserverbrauch. Aber auch diese Pflanzen wollen leben und die Tiere dazwischen wollen leben. Ich denke, dass das eine gute Symbiose ist. Und wenn man die Wahl hat zwischen der Handbrause, also dem Gartenschlauch, vielleicht so einen mobilen Rasensprenger, die Bewässerungsanlage wird nach und nach justiert und immer feiner eingestellt, dass wirklich alle Bereiche mitgenommen werden. Und bei einer Handbrause oder einem mobilen Sprenger, der muss rumgezogen werden, der muss jedes Mal neu eingestellt werden. Der macht auch im Urlaub nichts automatisch, also da braucht ihr jemanden, der das für euch übernimmt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Wasserverbrauch mit einem mobilen Sprenger höher ist, wenn ihr die richtige Menge mindestens ausbringen wollt. Bei der Bewässerungsanlage, ich habe hier eine Wasseruhr dran, ich kann dann wirklich auf den Liter genau ausrechnen, was ich hier durchgelassen habe. Ich kann messen, wie viel in der Erde davon wirklich ankommt. Bei einer mobilen Anlage ist es meistens so, entweder viel zu viel oder viel zu wenig. Weil wer stellt sich wirklich schon eine Stunde neben so einen Rasenbewässerer, neben so ein mobiles Ding?
und schiebt das rechtzeitig immer ein Stückchen weiter. Also ich habe das zumindest früher nicht gemacht. Ihr habt meine Anlage nun gesehen. Viele von euch haben mich auch während des Umbaus begleitet. Ich hoffe, ihr bleibt mir auch im neuen Jahr treu, im neuen Rasenbewässerungsgartenjahr. Zwischendurch wird es sicherlich viele andere Videos geben zu anderen Projekten hier in unserem Haus, das wir seit 10 Jahren aufbauen, total zerfallen und runtergewirtschaftet. Abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wenn ihr Fragen habt oder auch Kritiken, gerne schreibt sie mir in die Kommentare. Und ich hoffe auf ein bis bald. Ciao.